Ich finde, wer einen Bart trägt, der hat keinen Mut zu seinem eigenen Gesicht irgendwie. Ja, guten Morgen. Das erste, was man am Morgen natürlich macht, eine vernünftige Morgenhygiene, damit das auch alles historisch korrekt hier abläuft, habe ich mir auf eBay so ein Kulturetui ersteigert. Das ist ein Original von 1922. Da drin waren noch diese beiden Bürsten und der Behälter für den großen Rasierer, den ich jetzt für meine Zahnbürste zweckentfremde. Alle anderen Produkte haben wir auf Warcopy nachbestellt, damit wir es wieder auffüllen können. Was haben wir hier einmal drin? Natürlich hier einmal den kleinen Spiegel, den man zum Rasieren nutzen kann. 2 Präservative, weil auch Soldaten sind nur Menschen. Dann haben wir hier noch Zahnseife. Die habe ich tatsächlich von Feschmorg oder wie dieser Shop heißt. Kann ich allerdings nicht empfehlen. Ist vielleicht historisch korrekt. Schmeckt aber halt so, wie es klingt, nach Seife. Einfach mit der Zahnbürste drüber reiben mit der nassen und dann schäumt das ein bisschen und das kann man sich dann ins Gesicht schieben zum Zähneputzen. Dann haben wir hier natürlich einmal die Zahnbürste, auch die ist von Warcopy. Einfach nur so eine zeitgemäße Holzzahnbürste. Wahrscheinlich kriegt man die auch in jedem DM. Ich habe sie dort gleich mitbestellt. Der Glasbehälter hier ist eigentlich für große Rasierer, diese großen Klapprasierer, die man kennt. Da ich jetzt aber diesen Rasierhobel von Warcopy verwende, habe ich die für die Zahnbürste zur Aufbewahrung zweckentfremdet. Die Hautcremedose von Nivea, die ist selbst gemacht. Das ist eigentlich eine moderne, also die ist auch befüllt. Ich habe einfach nur die Etiketten ausgedruckt und dann hier drauf geklebt, dass es halt nach echt aussieht. Diese Rasierblätter hier, die übrigens hervorragend funktionieren und auch scharf genug sind, damit man sich mal versehentlich den Finger schneidet, sind ebenfalls von Warcopy. Diese Handseife kann man ebenfalls auf eBay ersteigern. Gibt es ganz viele Hersteller, die das nebenher machen. Kann man ja auch zu Hause herstellen. Mir ist es zu umständlich. Ich habe lieber einen Händler unterstützt. Die Rasurbürste, der klassische Rasurhobel, den heutzutage kaum noch jemand kennt. Rasierseife, die wunderbar riecht. Ihr könnt es jetzt leider nicht nachempfinden, aber wie gesagt, von Warcopy riecht super. Und die beiden Bürsten zur Reinigung. So ein Hobel, falls das noch nie jemand gesehen hat. Wie benutzt man den? Das Ganze kann man frei drehen. Und dann hat man hier oben eine Aufnahme für ein Rasierblatt. Man nimmt dann ein Rasierblatt hier aus der Einzelpackung. Obacht, die sind arschscharf. Also da schneidet man sich echt schnell dran. Jetzt vorsichtig hier drauflegen. Zack. Den Stab wieder festdrehen. Jetzt hat man den Rasierhobel vorbereitet. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, dass man sich daran nicht schneidet, weil wirklich eine Bewegung da dran, man hat sofort die blutigen Finger. Bei der Rasierseife nimmt man jetzt so ein Stück und dann kann man jetzt mit dem Messer, ich kann es ja einmal machen, einfach so ein bisschen was abhobeln, sich das ins Wasser packen. Und jetzt hat man hier langsam den Schaum. Ne? Und jetzt guck mal, nur für dich, nur für dich. Was man dabei beachten muss, man schneidet sich natürlich deutlich schneller mit so einem Ding. Das heißt, man muss wirklich vorsichtig sein, den so ein bisschen schräg an der Haarkante anhalten. Auf keinen Fall Kurven machen, auf keinen Fall Kurven, damit schneidet man sich sofort alles auf. Und der ist beidseitig verwendbar, also nicht versehentlich so unter die Nase reiben. Also da muss man wirklich sich ein bisschen konzentrieren. Das geht nicht wie bei so einem modernen Rasierer, wo man sich einfach gedankenlos dann über das Gesicht fährt. Man sieht es jetzt schon hier, so kleine Pickelchen oder so, die rasiere ich sofort weg. Also das fängt sofort an zu bluten. Das ist echt scharf, das Zeug. Und jetzt besonders halt in der Halsgegend. Am besten langsam arbeiten, das ist nichts, was man eben schnell macht. Ich breche jetzt hier ab, sonst zwingt mich Adam gleich den Bart komplett zu entfernen. Solltet ihr den Rasierhobel verwenden, also so wie ich das gerade gemacht habe, tut mir bitte einen Gefallen und
entsorgt die Klinge vernünftig. Ich packe sie einfach wieder zurück in dieses Wachspapier, damit man sich nicht dran schneidet. Und dann geht die so mit dem Wachspapier in den Müll. Weil der arme Müllmann, der schneidet sich sonst auch die Hand an dem Ding auf. Beziehungsweise auf gar keinen Fall natürlich selbstverständlich in die Natur schmeißen, weil wenn da ein Tier oder so drauf tritt, das zieht sich sofort in die Pfoten rein. Sollte Menschenverstand sein, logischer Menschenverstand.